Es ist kurz vor Mitternacht. Du liegst im Bett, scrollst ein letztes Mal durch deine Nachrichten und dann kommt dieser Moment. 18%. Du greifst zum Ladekabel, steckst es ein, legst das Handy auf den Nachttisch und schließt die Augen. 8 Stunden später wacht dein Telefon mit 100% auf. Und du mit einem schlechten Gewissen. Denn irgendwann hat dir jemand gesagt, dass genau das deinen Akku zerstört. Dass dein Handy die ganze Nacht Strom in eine volle Batterie pumpt, wie Wasser in ein Glas, das schon überläuft. Aber stimmt das? Oder hängst du einem Ratschlag nach, der aus einer Zeit stammt, in der dein Telefon noch an der Wand hing? Die Antwort ist überraschender, als du denkst. Denn der wahre Feind deines Akkus lauert nicht im Kabel. Er lauert unter deinem Kopfkissen. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir reisen zurück in die 1960er Jahre, als ein Batteriemythos im Weltraum geboren wurde. Wir schauen uns an, was auf molekularer Ebene in deinem Akku passiert, wenn du ihn lädst. Und wir klären, warum die gefährlichste Gewohnheit beim Laden nichts mit dem Ladekabel zu tun hat. Wenn du verstehen willst, was wirklich in deiner Hosentasche passiert, abonniere jetzt den Kanal. Die Angst vor dem Überladen hat einen konkreten Ursprung. Und der liegt nicht in einem Labor, sondern im Orbit. In den 1960er Jahren umkreisten Satelliten die Erde mit Nickel-Cadmium-Akkus an Bord. Diese Batterien folgten einem perfekten Rhythmus. 12 Stunden Laden über Solarpanels, 12 Stunden Entladen. Tag für Tag, tausendfach. 2 Wissenschaftler bei General Electric, Pensabene und Gould untersuchten diese Batterien und stellten etwas Seltsames fest. Wenn man sie über den gewohnten Entladepunkt hinaus beanspruchte, brach die Spannung plötzlich ein. Die Batterie hatte sich ihren Rhythmus gemerkt. 1976 veröffentlichten sie ein Papier mit dem Titel Unwanted Memory Spooks Nickel-Cadmium Cells. Der Memory-Effekt war geboren und er verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Plötzlich wurde jedes Batterieproblem mit diesem Effekt erklärt. Der Ratschlag war einfach: immer komplett entladen, dann erst laden. Dabei konnten nicht einmal die Entdecker selbst den Effekt im Labor reproduzieren. Der Memory-Effekt galt für Nickel-Cadmium-Akkus. Dein Smartphone hat damit so viel zu tun wie ein Dampfschiff mit einem Düsenjet. Seit den 1990er Jahren steckt in fast jedem tragbaren Gerät eine Lithium-Ionen-Batterie. Und die funktioniert nach völlig anderen Prinzipien. Statt Cadmium und Nickel arbeiten hier Lithium-Ionen, die zwischen 2 Elektroden hin und her wandern. Beim Laden bewegen sie sich zur Anode, beim Entladen zurück zur Kathode. Kein Rhythmus, an den sich die Batterie erinnert. Kein Kapazitätsverlust durch Teilladungen. Im Gegenteil, Lithium-Ionen-Akkus mögen Teilladungen sogar lieber als vollständige Zyklen. Der alte Ratschlag ist für moderne Akkus nicht nur überflüssig, er ist kontraproduktiv. Dein Smartphone ist nicht dumm. Tief in seinem Inneren sitzt ein kleiner Chip, das sogenannte Battery Management System. Stell dir das vor wie einen Türsteher in einem Club. Er entscheidet, wer rein darf, wie viele und wann Schluss ist. Erreicht dein Akku 100%, dreht der Chip den Strom ab. Nicht komplett, aber fast. Was dann folgt, nennen Ingenieure Erhaltungsladung. Der Akku sinkt auf 99%, bekommt einen kurzen Stromimpuls, steigt wieder auf 100. Dieses Spiel wiederholt sich die ganze Nacht. Aber es ist keine Überfütterung, es ist eher ein sanftes Antippen. Moderne Handys überladen sich also nicht, auch wenn du sie 10 Stunden am Kabel lässt. Der Mythos der Überladung ist genau das: ein Mythos. Aber wenn Überladen kein Problem ist, warum verliert dein Akku trotzdem an Kraft? Die Antwort liegt auf molekularer Ebene. Jedes Mal, wenn Lithium-Ionen zwischen den Elektroden wandern, reagieren einige von ihnen mit der Elektrolytflüssigkeit. Dabei bildet sich eine dünne Schicht auf der Anode, die sogenannte Solid Electrolyte Interphase, kurz SEI. Diese Schicht ist eigentlich nützlich, sie schützt die Elektrode vor weiteren Reaktionen. Aber sie wächst. Langsam, unaufhaltsam, mit jedem Ladezyklus ein Hauch dicker. Und jede Schicht fängt ein paar Lithium-Ionen ein, die nie wieder zum Stromfluss beitragen. Das ist, als würde man bei jedem Umzug ein paar Bücher verlieren. Einzeln fällt es nicht auf, aber nach hunderten Umzügen ist das Regal spürbar leerer. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Übeltäter. Nicht das Ladekabel, nicht die Dauer, sondern die Temperatur. Hitze beschleunigt das Wachstum der SEI-Schicht dramatisch. Studien zeigen, ein Akku, der bei 45 Grad Celsius betrieben wird, verliert nach 200 Zyklen mehr als doppelt so viel Kapazität wie einer bei 25 Grad. Und genau hier wird nächtliches Laden tatsächlich zum Problem. Nicht wegen des Stroms, sondern weil dein Handy unter dem Kopfkissen liegt oder eingewickelt in der Bettdecke oder eingequetscht zwischen Matratze und Buch.
Die Wärme, die beim Laden entsteht, kann nicht entweichen. Sie staut sich und verwandelt deinen Nachttisch in eine Alterungskammer für Batterien. Es gibt noch einen zweiten Faktor, den die meisten übersehen. Lithium-Ionen-Akkus haben eine Komfortzone. Sie liegt zwischen 20 und 80% Ladung. In diesem Bereich ist der chemische Stress auf die Elektroden am geringsten. Bei 100% sind die Lithium-Ionen dicht gepackt in der Anode. Das erzeugt Spannung im wörtlichen Sinne, mechanischen Druck auf die Kristallstruktur. Stell dir einen prall gefüllten Rucksack vor. Er funktioniert noch, aber die Nähte stehen unter Dauerstress. Lässt du den Akku Nacht für Nacht bei 100% stehen, beschleunigst du die Alterung. Nicht dramatisch, nicht über Nacht, aber über Monate und Jahre messbar. Die Hersteller wissen das natürlich. Und sie haben reagiert. Apple führte mit iOS 13 eine Funktion namens optimiertes Laden ein. Das Prinzip ist elegant. Dein iPhone lernt per maschinellem Lernen, wann du morgens aufstehst. Es lädt den Akku abends schnell auf 80% und wartet dann. Erst kurz bevor dein Wecker klingelt, füllt es die letzten 20% auf. Samsung hat eine ähnliche Funktion, die den Ladestand bei 85% begrenzt. Google Pixel nennt es adaptives Laden und koppelt es an deinen eingestellten Wecker. Dein Handy managt also bereits einen Großteil des Problems für dich. Vorausgesetzt, du hast die Funktion nicht aus Ungeduld deaktiviert. Ein letzter Punkt, der selten diskutiert wird. Schnellladen ist fantastisch praktisch. 30 Minuten am Kabel und der Akku ist wieder halb voll. Aber Geschwindigkeit hat einen Preis. Je schneller Lithium-Ionen zwischen den Elektroden bewegt werden, desto mehr Wärme entsteht. Und desto größer die Gefahr, dass sich Lithium nicht sauber in die Anode einfügt, sondern als metallische Ablagerung auf der Oberfläche haften bleibt. Dieses Phänomen heißt Lithium Plating und ist einer der aggressivsten Alterungsmechanismen. Eine Analyse von über 22.000 Elektrofahrzeugen ergab, dass Batterien, die häufig mit Gleichstrom-Schnellladung geladen wurden, eine höhere jährliche Degradationsrate aufwiesen. Das heißt nicht, dass du Schnellladen vermeiden musst, aber ab und zu dem Akku einen ruhigen Abend am langsamen Ladegerät zu gönnen, schadet nicht. Also, zerstört nächtliches Laden deinen Akku? Die ehrliche Antwort: nicht so, wie du denkst. Das Kabel ist nicht das Problem. Die Dauer ist nicht das Problem. Dein Handy ist schlau genug, sich selbst zu schützen. Was deinen Akku wirklich altern lässt, sind Hitze und dauerhaft hohe Ladestände. Und beides kannst du beeinflussen. Wenn du heute Nacht dein Handy an den Strom hängst, dann leg es auf den Nachttisch statt unter das Kissen. Aktiviere das optimierte Laden in den Einstellungen. Und wenn du wirklich jedes Prozent Lebensdauer herausholen willst, greif ab und zu zum langsamen Ladegerät. Der Mythos der Überladung stammt aus dem Weltraum der 1960er Jahre. Dein Akku lebt in der Gegenwart. Behandle ihn auch so. Wenn du wissen willst, welche anderen Alltagsmythen die Technikwelt noch beherrschen, schreib es in die Kommentare.